Diesmal geht es um die Frage, kann ich im Liegen meditieren? Die Antwort ist ja und das Video könnte jetzt schon zu Ende sein. Aber um es ausführlicher zu sagen, ich spreche aus der buddhistischen Tradition. Der Buddha hat schon vor 2500 Jahren gesagt, meditiert wird im Liegen, im Sitzen, im Stehen und in der Bewegung, also im Gehen und in anderen Bewegungen. Also in allen Körperstellungen. Das ist eindeutig, weil es ja darum geht, die Meditation mit allen Aktivitäten und Bereichen unseres Lebens zu integrieren und weil es ja auch darum geht, dass wir im Traum bewusst werden, dass wir im Tiefschlaf meditieren und bewusst, also gewahr werden. Das ist natürlich eine fortgeschrittene Praxis, aber ja, selbstverständlich in allen Körperhaltungen. Nun war die Frage so geschrieben, dass sie von einem Menschen gestellt wurde, der offenbar ganz viel Schmerzen hat und eigentlich auch fast nur noch liegen kann. Und selbstverständlich werden wir alles tun, um dann die liegende Position zu nutzen, zu meditieren. Für einen normalen Mensch ist es so, dass die liegende Position eher die Ausnahme ist, dass wenn wir merken, wir können uns nicht richtig entspannen im Sitzen, dann gehen wir meistens zunächst mal ins angelehnte Sitzen, so mit 2 Kissen hinten dran, dass die Wirbelsäule gerade bleibt. Aber auch sich hinzulegen kann wunderbar sein, solange wir voll präsent sind. Viele Menschen haben in liegender Meditation schon tiefste Entspannung erfahren. Entspannung alleine tut es aber nicht. Es geht um eine Öffnung. Also ja, im Liegen kann ich eine Öffnung von Herz und Geist erleben, also eine psychisch-emotionale, herzbetonte Öffnung zusammen mit dieser geistigen Weite. Das kann extrem hilfreich sein. Und dann, wenn ich das im Liegen erlebe, dann geht es darum zu schauen, wie kann ich denn dieselbe Öffnung im Sitzen erleben? Wie kann ich dieselbe Öffnung im Stehen erleben? Also beim Stehen denke ich an ein stabiles, innerlich bewegliches Stehen, so wie bei der Baumübung. Ja, also ein Stehen, wo wir verankert sind, mit dem Boden die Kraft in den Boden hineingeben und vom Boden aufnehmen und beweglich bleiben in den Hüften, so wie beim Sitzen auch. Und dasselbe dann beim Gehen. Dass wir beim Gehen auch dieselbe Herzensöffnung und geistige Weite wie im Liegen erfahren. Also Liegen kann für uns geradezu ein Türöffner sein in Erfahrung von Weite und fließender Präsenz, die wir dann in die anderen Meditationsstellungen integrieren bzw. fortsetzen können. Der Nachteil des Liegens ist, dass bei den meisten Menschen der Anteil Müdigkeit, Schwere zunimmt, also das, was wir manchmal auch das Erdelement nennen, und dass der Geist bei vielen dumpfer wird. Also dass das mit der Klarheit ein Durchgangsstadium ist und dann kommt unter Umständen das Einschlafen. Aber es bleibt ja nicht dabei, wir wachen auch auf. Dann ist es so, dass wenn Menschen sich entspannt haben und wieder aufwachen, dann haben sie eigentlich den Impuls, sich aufsetzen zu wollen, um dann im Sitzen wieder zu meditieren oder ihren Alltag zu machen. Und da ist die Empfehlung der Meditationslehrer, liegen bleiben, wenn die Energie kommt, weil dann kannst du in der liegenden Position ohne Risiko einzuschlafen voll gewahr bleiben und hast den Nutzen, dass du deinen Körper nicht zu halten brauchst, dass nichts deinen Körper zu halten braucht. Und das kann unter Umständen sehr hilfreich sein. Wenn ich krank bin, wenn ich Fieber habe, wenn ich ein chronisches Schmerzsyndrom habe oder ich bin durch irgendwelche Umstände in meinem Leben ans Bett gefesselt, dann werde ich all diese verschiedenen Geisteszustände im Liegen durchmachen und ihr solltet wissen, ja, wir können im Liegen erwachen, wir können im Liegen alle Erfahrungen machen, die
beschrieben werden als Durchgangsstationen im Vertrautwerden mit dem eigenen Geist. Und wir schauen natürlich, dass wir eventuell einzunehmende Schmerzmittel, dass dieser Cocktail, hoffentlich gibt es einen geschickten Schmerztherapeuten in eurer Gegend, der den Cocktail der verschiedenen Zutaten der Schmerzmedikation so einstellen kann, dass möglichst wenig geistige Trübung die Folge ist. Ihr wisst ja, Morphinderivate haben einen starken Anteil an geistiger Trübung, aber man kann sie verstärken und deswegen dann auch reduzieren, wenn man sie mit anderen Medikamenten kombiniert. Also, wenn ihr chronischer Schmerzpatient seid, dann holt euch die entsprechende Unterstützung, denn es ist unter Umständen möglich, dass ihr einen vollgültigen Weg der meditativen Selbsterforschung gehen könnt, auch wenn ihr ans Bett gefesselt seid. Und für alle anderen, bitte baut das liegende Meditieren in eure regelmäßige Praxis ein. Baut auch das Stehen und das Gehen mit ein und nutzt dann auch so sich wiederholende Abläufe wie das Radfahren oder für einige das Joggen oder da, wo sich Bewegungen wiederholen, nutzt doch diese Abläufe, um auch da ins meditative Gewahrsein zu kommen. So viel zu dieser Frage des Meditierens im Liegen und in anderen Körperstellungen.